Britney saß in ihrem Zimmer, ihr Herz schwer vor Frustration. Sie hatte Stunden damit verbracht, akribisch an einem Schulprojekt zu arbeiten, ihr Herz und ihre Seele in jedes Wort zu gießen. Aber jetzt waren all ihre harte Arbeit spurlos verschwunden. Ihr Laptop-Bildschirm war leer, und Panik machte sich breit, als sie realisierte, dass ihre Bemühungen für immer verloren waren. Gefrustet beschloss Britney, eine Pause einzulegen und ihren Kopf frei zu bekommen. Sie ging in die Küche, in der Hoffnung, dass ein Tapetenwechsel irgendwie ihre Enttäuschung mildern würde. Sie goss sich ein Glas Wasser ein und nahm tief Luft, um das Gefühl des Verlusts abzuschütteln, das schwer auf ihren Schultern lastete. Als sie zurück in ihr Zimmer ging, fing ihr Auge eine Bewegung in der Ecke ein. Ein sanftes Rascheln kam unter dem Sofa hervor, weckte ihre Neugier. Gespannt, was es sein könnte, hockte Britney langsam nieder und schaute in die Schatten unter dem Möbelstück. Zu ihrer Überraschung entdeckte sie dort ein winziges, schneeweißes Kätzchen, das unter dem Sofa zusammengekauert saß. Seine Augen waren vor Angst geweitet, und es zitterte vor Unsicherheit. Britneys Frustration schmolz augenblicklich dahin, durch eine Welle von Zärtlichkeit und Mitgefühl ersetzt. »Hallo Kleines«, flüsterte sie, streckte eine Hand nach dem ängstlichen Wesen aus. Das Kätzchen zögerte einen Moment, bevor es vorsichtig auf sie zukam und mit Neugier an Britneys Finger schnüffelte. Es war, als ob sich die beiden Seelen in diesem Moment erkannten und eine ungesprochene Verbindung knüpften. Britney begriff, dass diese kleine Fellkugel für das Verschwinden ihrer Arbeit verantwortlich war. Vielleicht war es über die Tastatur gelaufen und hatte versehentlich alles gelöscht, woran sie so hart gearbeitet hatte. Wie war dieses winzige Wesen in ihr Haus gelangt? Sie schloss, dass das offene Fenster der Schuldige sein musste, das das abenteuerlustige Kätzchen hereingelassen hatte. Die Tasten ihres Laptops, so akribisch angeordnet, mussten die Aufmerksamkeit des Kätzchens auf sich gezogen haben, das es zum Gerät gezogen hatte. Es war eine unerwartete Kette von Ereignissen, die sie zusammengebracht hatte. Ohne zu zögern hob Britney das Kätzchen auf, wiegte es sanft in ihren Armen. Sie konnte es nicht ertragen, es ängstlich und alleine unter dem Sofa zurückzulassen. Als sie das fragile Wesen festhielt, erkannte sie, dass es sie genauso brauchte, wie sie es brauchte. Von diesem Moment an war das Kätzchen ein fester Bewohner in Britneys Zuhause. Sie nannte es E.T., ein Name, der für sie eine besondere Bedeutung hatte. E.T. brachte Freude, Gelächter und einen erneuerten Sinn in ihr Leben. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.